Guten Morgen von meiner Seite im Namen von ETA. Ein herzliches Guten Morgen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Es freut mich, dass ich heute zu dem Thema intelligente DC 24 Volt Stromverteilungslösung, Absicherungslösung für den Maschinen- und Anlagenbau sprechen kann und darf. Es geht sozusagen um das Herzstück einer jeden Automatisierung. Ohne dieses Herzstück funktioniert nichts. Ich bin der Tobias Brehm, bin meines Zeichens Business Development Manager bei ETA und für den Bereich Maschinenanlagenbau zuständig. Gewisser Teil Produktmanagement ist noch bei mir. Ja, beim Vortrag möchte ich auf folgende Punkte eingehen. Intelligente Lösungen und Systeme, die steigern die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Das ist die Hauptaussage beim Titel. Welchen Beitrag leisten denn Absicherungs- und Stromverteilungssysteme dabei? Und besonders unser System, das ich heute vorstellen möchte, das REX-System. Was konkret bedeutet dabei intelligent? Intelligenz, jeder von uns ist intelligent. Systeme sind intelligent, Maschinen werden immer intelligenter. Predictive Maintenance, Industrie 4.0 sind Schlagworte, die jeder von Ihnen schon mal gehört hat. Die zweite Frage, was bedeutet konkret Intelligenz, würde ich gleich beantworten bei unserem System. Worauf legen wir Wert? Wo hat der Kunde, wo hat der Endkunde, mit dem wir das Produkt gemeinsam entwickelt haben, Wert gelegt? Erster Punkt, intelligent modular. Intelligent modular liegt in der Mechanik, im Aufbau, von der Konstruktion bis in den Schaltschrank. Das ist ein Werdegang. Dann haben wir intelligente Betriebsmodis, die das System beinhaltet. Und der dritte Punkt ist die intelligente Digitalisierung, in der wir uns befinden. Zeitalter der Digitalisierung, Industrie 4.0, IoT etc., was man da so hört. Condition Monitoring ist bei uns ein Hauptthema, also wir sind noch nicht im Predictive Maintenance angelangt, ist meine Meinung. Wir zeichnen aktuell Daten auf und wissen zum größten Teil noch nicht, was tun wir mit diesen Daten. Ich weiß nicht, vielleicht sieht das der eine oder andere schon ein bisschen anders, aber das ist unsere Sicht der Dinge. Das bekommen wir zurückgespiegelt. Als wir das System entwickelt haben, über das ich heute referiere, sind unterschiedlichste Punkte besprochen worden mit dem Kunden. Was ist wichtig? Was ist Ihnen, was ist dem Maschinenbauer wichtig? So ein System soll intelligent sein. Wie gerade schon benannt, 24 Volt ist das Herzstück. Wir brauchen mehr Intelligenz, um die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen. Transparenz geht in die gleiche Richtung. Wir brauchen mehr Daten, um intelligente Algorithmen abzuleiten, um noch mehr Effizienz in die Maschinenwelt, in die Anlagenwelt zu bekommen. Es sind alles Rückmeldungen von Kunden. Das ist nicht meine Sicht, sondern das ist die Rückmeldung aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Solche Systeme sollen vorausschauend sein, modular aufbauend. Also wenn man in so einen Schaltschrank reinschaut, in so eine Maschine, dann ist ja auch der Antriebsregler modular, die Maschinenkonzepte werden immer modularer, Modularität ist überall vorhanden. Also auch runter bis in die 24 Volt Versorgungsecke wird es modularer und auch die Absicherung, Stromverteilung soll dann modular sein. Sie soll einfach zu montieren, zu handhaben sein. Alle Lösungen, das betrifft alle Lösungen in der Automatisierung. Flexibilität ist ein großer Punkt. Platzeinsparung im Schaltschrank, kleinere Schaltschränke, Dezentralisierung ist da ein wichtiger Punkt. Also auch Dezentralisierung in dezentralen Boxen. Sicher, die Firma ETA stellt seit über 70 Jahren Sicherungen her. Gerätesicherungen, Geräteschutzschalter. In dem Wort Sicherung ist das Wort Sicherheit sicher mit drin. Dementsprechend ist das ein wichtiger Punkt. Die Lösung muss akzeptiert sein, zum einen vom Maschinen- und Anlagenbauer, aber dann auch beim Betreiber. Zukunftssicher, zukunftsorientiert. Und zum guter Letzt natürlich den Preis wert sein, den es beinhaltet, also günstig. Ich steige mal in die Applikation ein. Jeder von Ihnen, denke ich, kennt diesen Aufbau, beziehungsweise nur kurz auf die Lösung. Intelligent modular, was bedeutet das? Die Lösung, die ich vorstelle, besteht aus Einspeisemodulen. Es gibt eine Einspeisung.
Es gibt Kommunikationsmodule, die optional sind. Es ist ein Controller. Es besteht aus Überstromschutzgeräten, von dem wir herkommen. Das ist unsere Basis. Und dann nur Stromverteilungsmodule. Und aus diesen Modulen entsteht die Gesamtlösung, die applikationsspezifisch dann generiert werden kann. Intelligent modular von der Applikation gedacht. Um die Applikation betreiben zu können, bedarf es Module, Antriebsregler, Steuerungstechnik etc. Also alles wird mit 24 Volt bespielt, zum Teil auch 48 Volt, 12 Volt ist noch Thema. Es gibt eine Einspeisung, AC 230 Volt, 400 Volt, es gibt DC-Einspeisungen, es gibt gepufferte Einspeisungen etc. Einfach dargestellt, ein Schaltnetzteil speist unser Einspeisemodul. Die Modularität des Systems wird modular ergänzt über den blauen Kontakthebel, den wir hier sehen. Ich zeige es hier mal exemplarisch. Wird das Gesamtsystem verbunden. Das ist Intelligenz in sich selbst. Man braucht, um es zu verbinden, keine einzige Zubehörkomponente, keine Busbar, keine Schiene, nichts, sondern das ist alles im System integriert. Also das ist ein Stück weit Intelligenz im System selbst, mechanisch. Verdrahtungstechnisch ist alles in Push-In-Technologie ausgeführt. Also das ist auch eine Anforderung, die wir immer mehr mitbekommen, weg von der Schraubklemmentechnologie hin zur Push-In-Technologie, um eben wartungsfrei zu agieren. Verdrahtungstechnisch von der 24 Volt Spannungsebene von der Versorgungseinheit aufs Einspeisemodul drauf und dann in Richtung Lastverteilung runter verdrahtet. Das System in sich selbst ist konfiguriert, verdrahtet, verteilt, also die Stromverteilung ist gemacht. Die Potentialverteilung ermöglicht es, dass eben mehrere Kabelverbindungen zu mehreren Lasten geführt werden können. Es ist ein Ergänzungsmodul. Intelligent ist auch noch, der Kopf ist zum einen oder kann zum einen mit einem Signalkontakt ausgerüstet sein, der einen Status zurückmeldet. Das ist die einfachste Art der Intelligenz, einfach Rückmeldung vom System. Ist ein Fehler vorhanden oder nicht. Aufs Einspeisemodul konkret geschaut, was können die? Die können zum einen 40 Ampere aufnehmen. Der Bügel kann 40 Ampere tragen. Wir haben eine Systemübersicht über den Signalkontakt. Wir haben keinerlei Zubehör mehr. Es wird angereiht über den Bügel. Dadurch haben wir schnelle Montage, Demontage und Erweiterung. Noch dazu ist, wir sind flexibel und modular aufgebaut. Genau. Kommen wir zum Überstromschutz, ein Augenmerk auf den Überstromschutz. Es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen. Die erste Herangehensweise ist feste Stromstärken, so wie wir es vom Leitungsschutzschalter gewohnt sind. Ist auch modular. Wir leben von der Bauhöhe von der geringen. 80 mm, sehr wenig Abstände zur Kühlung. Deswegen sparen wir im Gesamtsystem sehr viel Platz ein. Wir verdrahten nur nach unten weg, oben ist keinerlei Verdrahtung notwendig, deswegen sparen wir noch mehr Platz ein. Das ist wiederum intelligent gelöst. Man kann zum Teil komplett nach oben rutschen mit dem System im Schaltschrank. Feste Stromstärken leben davon, dass sie eben den Leitungsschutz sehr gut sicherstellen, auch normativ, weil dort noch zusätzlich eine Fail-Safe-Sicherung integriert ist, die aber nicht getauscht werden muss, weil sie vom System selbst geschützt wird, erfüllt aber die normative Sicht. Konkretes Beispiel, ein 4 Ampere Nennstromgerät hat auch ein 4 Ampere Schmelzsicherungselement integriert und auf dieses Element wird eben der Leitungsschutz optimiert. Zulassungstechnisch UL und auch die Maschinenrichtlinie wird erfüllt. Vielleicht einmal das Bild unten, das ist so dieser klassische Aufbau von der Reinschaltung von einem Fail-Safe-Element und der Elektronik und auch nochmal blockschaltdiagrammsmäßig abgebildet, wie das sich im Blockschaltdiagramm verhält. Das sind die festen Stromstärken. Es gibt auch einstellbare Stromstärken, weil es natürlich den Anwender gibt, der sehr flexibel, noch flexibler arbeiten möchte. Die Systeme werden dann einstellbar über Buskommunikation oder vor Ort einstellbar über einen Teach-In-Mechanismus. Hier mal angedeutet mit dem Finger. Das verringert natürlich die Lagerhaltung, ist noch flexibler. In der Handhabung hat ein paar Risiken inbegriffen, weil auch der Endanwender das dann verstellen könnte, wenn es dann zur Thematik kommt.
Absicherung von Kabeln, von Leitungsquerschnitten, Einstellbarkeit mit Vorsicht zu genießen. Das ist meine persönliche Meinung. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihrer Anlage und finden den passenden Typ dann auch für Sie. Es gibt noch ein Erweiterungsthema. Alles, was ich bis jetzt genannt habe vom Überstromschutz, geht bis 10 Ampere hoch. Zweikanalig, einkanalig. Es gibt eine neue Generation in diesem System, die geht hoch bis 20 Ampere, um auch modulare Antriebsregler 24 Volt seitig bedienen zu können, um noch mehr Power da reinzubringen in das ganze System. Dort haben wir die Einstellbarkeit nicht über Teach-In, aber über einen Schiebeschalter, dass man vor Ort noch komfortabler einstellen kann und dass man vor Ort auch gleich sieht, was hat man denn genau eingestellt. Es ist sofort abgedruckt, was ist eingestellt. Der ist sehr stabil. Es ist so die trägere Art und Weise, wie man absichert. Sie alle kennen einen B-Automaten oder einen C-Automaten. Das erstgenannte Modul ist ein annähernd B-Automat bis C-Automat und der Typ Rex 22D nennt er sich, ist eine C bis D-Kennlinie. Ist eine andere Charakteristik sozusagen hinterlegt. D-Rating haben wir hier bis 50 Grad keines, also ist sehr stabil, gleich von Grund aus, auch sehr wenig Abstände wieder, das was ich gerade gesagt habe, nur zur Rangierung, sonst nichts, sehr platzeinsparend und diese Geräte sorgen eben dafür, dass die das Herzstück, die 24 Volt, immer stabil bleiben. Das war jetzt Absicherung, kommen wir zum Thema Stromverteilung. Im System. Was können die Stromverteiler, die Potentialverteilungsmodule, PM12 nennen sie sich. Sie sparen erheblich Platz. Sie sind zuordnenbar direkt vom E-Plan in die Applikation. Es ist auch eine Minus- und eine 24 Volt Verteilung möglich. Also in einem System, in einer Aufbauhöhe, in einer Aufbauart kann alles rangiert und verteilt werden. Das ist sehr intelligent von der Mechanik her gelöst. Genau. Das war es zum Grundsystem, intelligent, Mechanik. Kommen wir zum intelligenten Betriebsmodus. Was bedeutet das? Sie als Anwender überlegen sich, braucht man mehr Intelligenz oder weniger Intelligenz? Wir sagen, diese Idee oder diese Gedanken brauchen Sie also nicht machen. Wir kommen vom Schutzschalter, Sie wählen den Schutzschalter aus, der für Ihre Applikation passt und der muss beide Möglichkeiten beinhalten. Der muss den Standard-Einspeisekopf mit dem Signalkontakt unterstützen, die einfache Intelligenz, aber der muss gleichzeitig auch eine erhöhte Intelligenz bieten. Also der muss selbstständig den Betriebsmodus umschalten, erkennen und ausarbeiten und die Daten dann über IO-Link zum Beispiel nach oben transportieren in die übergeordnete Steuerung, dass die Informationen dort auch ankommen. Condition Monitoring ist dann der nächste Begriff. Wo IO-Link ist, wissen wir natürlich auch, dass Profinet, EtherCAT, Ethernet IP und Modbus TCP nicht ganz so weit weg ist. Auch dafür gibt es Lösungen, um diese Intelligenz eben direkt in diese Steuerungsebene zu transportieren. Es ist in diesem System dann auch ein Webserver integriert, der die Daten sehr schnell auslesbar macht über einen Standard-Laptop zum Beispiel. Oder das Thema JSON, Schnittstelle, JSON-Format REST API ist ein großes Thema, um die Intelligenz einfach frei zugänglich zu machen für Sie. Das Thema OPC-UA ist in Ausarbeitung. Also intelligenter Betriebsmodus heißt nochmal, der Schutzschalter erkennt selbstständig, welcher Kopf vorne dran hängt. Sie müssen nur einen Typ auswählen, feste Stromstärke oder einstellbare Stromstärke und vorne den Kopf dran platzieren, der für Sie gerade in der Anwendung passt. Das ist der intelligente Betriebsmodus. Diese Geräte übertragen eben Messwerte und Statusinformationen über die Busschnittstelle, über den Webserver zum Teil, bieten höchste Transparenz, das ist dann auch schon in Richtung Condition Monitoring abgedriftet und erweitert, sind kommunikationsfähig diesbezüglich, sind steuerbar, also die Geräte können damit auch gesteuert werden. Ein-Aus, wie ein Relais, ist eine Relais-Funktion integriert und aber auch Fernrücksetzbarkeit ist integriert. Die Parametrierbarkeit der Automaten geht dann über diese Schnittstellen, über den Webserver auch, über die Wartungsschnittstelle nennen es wir. Und die Anbindung an unterschiedliche Kommunikationseinheiten ist eben dadurch machbar.
IO-Link, Profinet, ESECAT und die gerade eben genannten. Welche Daten werden übertragen? Was kann man damit machen? Einmal übertragen wir den Status. So ein Schutzschalter kann Status OK geben, kann Status ausgeschaltet wiedergeben, er kann Status ein, Warnmeldung. Warnmeldung ist ein guter Beitrag zur Predictive Maintenance dann, weil diese Warngrenzen sind einstellbar. Oder ist ein Fehler vorhanden. Man kann sofort herausfinden, wo ist im Herzstück gerade der Fehler und kann diesen dann sehr schnell beheben. Steigerung der Maschinenverfügbarkeit ist dann das Thema. Grund der letzten Auslösung wird angezeigt, um eben auch den Beginn der Fehlersuche zu verbessern, zu vereinfachen. Messwertübertragung pro Kanal den Strom, die Ausgangsspannung, auch die Eingangsspannung kriegen wir mit. Das, was das Herzstück liefert, das übertragen wir über die Modularität raus und nach der übergeordneten Steuerung. Steuerung, wie gerade schon benannt, ein-aus ist möglich. So eine einfache Anwendung ist zum Beispiel die LED-Beleuchtung der Maschine darüber zu schalten. Automatisierte Inbetriebnahmen ist ein großes Thema. Da wird zugeschalten, wegschalten, die Einstellbarkeit dann der Schutzschalter auch diesbezüglich automatisiert stattfinden lassen. Das ist so ein Beitrag, wenn man einen E-Plan-Wert vorgibt, der wird dann automatisch übernommen über das System. Und es ist sichergestellt, dass der Wert, der im E-Plan drin steht, auch in der Anlage ankommt. Parametrierbarkeit. Wir haben eine Auslösezählung mit integriert, das heißt, wie oft hat so ein System schon ausgelöst, wie oft ist da schon Fehler vorhanden gewesen, um auch mal rückvollziehbar zu machen, wie ist denn der Status der Anlage, sind häufig Fehler vorhanden oder eben weniger. Bin schon am Ende angekommen vom Vortrag. Ich fasse nochmal zusammen, was braucht so ein System? Aus unserer Sicht die Einspeisung, Kommunikation als Option, Überstromschutz, Stromverteilung und damit macht man das Herzstück der Automatisierung, die 24 Volt, modular, flexibel. Auch das Thema, das System, das ich Ihnen vorgestellt habe, ist intelligent. Es ist möglich, Intelligenz zu integrieren. Es ist transparent. Es ist vorausschauend, modular, einfach, flexibel, platzsparend. Es ist natürlich auch sicher. Akzeptiert, da hoffen wir natürlich auch auf Sie. Zukunftsorientiert und es ist günstig am Ende des Tages. Kurzer Ausblick noch in Richtung, was ist ETA eigentlich? Ich mache es zum Schluss. Ich habe es nochmal probiert umzudrehen. ETA sitzt in Altdorf bei Nürnberg, deutsches Unternehmen. Mitarbeiter sind wir 1300, 700 davon in Deutschland. Wir haben einen Umsatz in 2020 von 115 Millionen. Der Exportanteil dabei ist 70% und wir reinvestieren ca. 6% vom jährlichen Umsatz in R&D. Wir sind Weltmarktführer für Geräteschutz, bieten ein breites Portfolio auch in der Relaistechnik. Digitalisierung steht bei uns ganz oben. Das Thema Referenzen ist bei uns auf der Homepage sehr gut abgebildet. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch auf die Referenzen mal geht und sich die Referenzen im Maschinen- und Anlagenbau ansieht. Da ist das Thema Condition Monitoring auch schon abgebildet. Das bin ich nochmal. Wir würden uns freuen auf ein Gespräch mit Ihnen auf dem Messestand, auf der Empore oben. Die Kollegen aus Österreich sind auch mit vor Ort, dass wir das System Ihnen sehr gerne nochmal im Detail vorstellen und ins Gespräch kommen und Ihre passende Lösung für Sie bereitstellen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne auch Fragen dazu. Dankeschön.